Willkommen in Lima, der Hauptstadt von Peru. Lima ist die einzige Hauptstadt in Südamerika, die Zugang zum Meer hat. Wir haben hier einen Meerblick und dafür, dass wir am Meer sind und mitten in der Wüste, ist es hier wirklich sehr kalt. Lima ist das kulturelle, wirtschafts- und politische Zentrum in Peru. Touristen kommen hierher für das historische Zentrum, die Architektur, die Geschichte und das gute Essen. Lima ist bekannt für die wunderbaren Restaurants. Es ist auch genannt gastronomische Hauptstadt von Südamerika. Jahr für Jahr hat Lima die besten Restaurants in den Rankings in Südamerika und in der Welt. Wie ihr hier an meiner Kleidung seht, ist es hier sehr kalt. In Lima ist es leider immer bewölkt und momentan hat es ungefähr 15 Grad. Dafür, dass wir hier in der Wüste sind, herrscht eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit von 84%, was auch dazu führen kann, dass in den Wohnungen oft Schimmel herrscht. In unserer ersten Wohnung mussten wir leider am ersten Tag schon wieder ausziehen, weil es überall Schimmel gab, weil es nie trocken wird. Und es bildet sich Schimmel an den Wänden und es ist sehr unangenehm. Es kommt auch nie wirklich die Sonne durch, es herrscht immer bewölktes Wetter, was auch immer dazu führt, dass es ein bisschen kühl ist. Die Leute hier sind aber relativ abgehärtet. Viele rennen gar nicht mit einer Jacke herum, obwohl es nur 15 Grad hat. Durch den Humboldt-Strom gibt es hier immer einen Wind und es ist immer sehr kühl. Was für die Leute vielleicht unangenehm ist aber sehr gut für die Paragliders. Seit 1991 zählt das historische Stadtzentrum in Lima zum UNESCO-Weltkulturerbe. Probleme in Lima sind, dass hier sehr viel Verkehr herrscht. Es ist immer laut. Das Positive ist, es gibt Radwege. Wir haben sehr viele Radfahrer gesehen und Radwege, die es auch gibt. Aber generell ist sehr reger Verkehr und die Leute hupen die ganze Zeit und es gibt immer Alarm. Es herrscht eine relativ große Luftverschmutzung hier. Es gibt sehr wenig Regen. Es ist immer sehr trocken, trotz der hohen Luftfeuchtigkeit. Ein weiteres Problem ist die soziale Ungleichheit. Man merkt es, wenn man durch die Stadt läuft. Es zeigt sich auch im Bildungssystem, wo Eltern die Wahl haben zwischen den teuren privaten, internationalen oder nationalen Schulen oder öffentlichen Schulen, die weniger Ressourcen haben. Wir waren sehr positiv überrascht von den Restaurants hier in Lima. Sie bieten nicht nur hervorragendes Essen, sondern auch erstklassigen Service. Alles in allem ist Lima eine sehr moderne Hauptstadt mit einem kulturellen Zentrum, mit hervorragendem Essen, die für jeden Geschmack etwas zu bieten hat.